Grundgesetzänderung: CSU will Straftätern die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen. Mit der gleichen Farbe, mit der die Bundesregierung Menschen bald einbürgere, sollten künftig auch Staatsbürgerschaften aberkannt werden, fordert Joachim Herrmann, CSU. Grundgesetzänderung: CSU will Straftätern die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen. Mit der gleichen Farbe, mit der die Bundesregierung Menschen bald einbürgere, sollten künftig auch Staatsbürgerschaften aberkannt werden, fordert Joachim Herrmann, CSU. Wer eine schwere Straftat begeht und eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, soll in bestimmten Fällen seinen deutschen Pass verlieren, fordert der bayerische Innenminister. Für diese Forderung der CSU müsste allerdings das Grundgesetz geändert werden. Wer eine schwere Straftat begeht und eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, soll in bestimmten Fällen seinen deutschen Pass verlieren, fordert der bayerische Innenminister. Für diese Forderung der CSU müsste allerdings das Grundgesetz geändert werden. Ausländischen Kriminellen soll nach Ansicht von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, künftig die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden. Straftätern mit doppelter Staatsbürgerschaft muss die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden können, wenn sie sich erheblich strafbar gemacht haben und damit in schwerwiegender Weise wesentliche Interessen unseres Gemeinwesens beeinträchtigen, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presseagentur in München. Straftätern mit doppelter Staatsbürgerschaft muss die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden können, wenn sie sich erheblich strafbar gemacht haben und damit in schwerwiegender Weise wesentliche Interessen unseres Gemeinwesens beeinträchtigen, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presseagentur in München. Dafür sei eine Grundgesetzänderung erforderlich. Als Beispiele nannte Herrmann schwere antisemitische Gewalttaten oder schwere Straftaten wie Mord oder Vergewaltigung. Dafür sei eine Grundgesetzänderung erforderlich. Als Beispiele nannte Herrmann schwere antisemitische Gewalttaten oder schwere Straftaten wie Mord oder Vergewaltigung. Wer derartiges verübe, solle sich nicht mehr auf die Privilegien der deutschen Staatsbürgerschaft berufen können, so Herrmann. Stattdessen müssten diejenigen, deren weiterer Aufenthalt die Interessen unseres Gemeinwesens schwer beeinträchtigt, in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können. Wer derartiges verübe, solle sich nicht mehr auf die Privilegien der deutschen Staatsbürgerschaft berufen können, so Herrmann. Stattdessen müssten diejenigen, deren weiterer Aufenthalt die Interessen unseres Gemeinwesens schwer beeinträchtigt, in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können. Die von der Ampel-Bundesregierung geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts verschärfe den Handlungsbedarf, weil Einbürgerungen in Deutschland erheblich erleichtert und Doppelstaatsbürgerschaften zur Regel werden sollten, sagte Herrmann. Dessen Verabschiedung planten SPD, Grüne und SPD noch im ersten Halbjahr 2024. Die von der Ampel-Bundesregierung geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts verschärfe den Handlungsbedarf, weil Einbürgerungen in Deutschland erheblich erleichtert und Doppelstaatsbürgerschaften zur Regel werden sollten, sagte Herrmann. Dessen Verabschiedung planten SPD, Grüne und SPD noch im ersten Halbjahr 2024. Davon abgesehen, dass ich derzeit keinen Grund sehe, beim aktuell geltenden Staatsbürgerschaftsrecht etwas zu ändern. Mit der gleichen Farbe muss sich die Bundesregierung nun aber auch damit beschäftigen, wie bei doppelten Staatsbürgerschaften die deutsche aberkannt werden kann. Davon abgesehen, dass ich derzeit keinen Grund sehe, beim aktuell geltenden Staatsbürgerschaftsrecht etwas zu ändern. Mit der gleichen Farbe muss sich die Bundesregierung nun aber auch damit beschäftigen,
wie bei doppelten Staatsbürgerschaften die deutsche aberkannt werden kann. Ohne die Änderung des Grundgesetzes drohe eine deutliche Unwucht, sagte Herrmann. Es darf für Doppelstaatler keinen Persilschein geben, dass ihnen die einmal erworbene deutsche Staatsangehörigkeit auf Lebenszeit garantiert ist, unabhängig davon, wie sehr sie durch schwere Straftaten unser Gemeinwesen schädigen. Ohne die Änderung des Grundgesetzes drohe eine deutliche Unwucht, sagte Herrmann. Es darf für Doppelstaatler keinen Persilschein geben, dass ihnen die einmal erworbene deutsche Staatsangehörigkeit auf Lebenszeit garantiert ist, unabhängig davon, wie sehr sie durch schwere Straftaten unser Gemeinwesen schädigen. Frage: Welche Forderung stellt Joachim Herrmann, CSU, in Bezug auf die Einbürgerung und Aberkennung von Staatsbürgerschaften? Antwort: Joachim Herrmann, CSU, fordert, dass die Aberkennung von Staatsbürgerschaften mit der gleichen Energie erfolgen sollte wie die Einbürgerung. Frage: Welche Forderung stellt Joachim Herrmann, CSU, in Bezug auf die Einbürgerung und Aberkennung von Staatsbürgerschaften? Antwort: Joachim Herrmann, CSU, fordert, dass die Aberkennung von Staatsbürgerschaften mit der gleichen Energie erfolgen sollte wie die Einbürgerung. Frage: Was müsste für die Umsetzung der Forderung der CSU geändert werden? Antwort: Um die Forderung der CSU zu erfüllen, müsste das Grundgesetz geändert werden. Dies ist erforderlich, um die Aberkennung von Staatsbürgerschaften in bestimmten Fällen zu ermöglichen. Frage: Was müsste für die Umsetzung der Forderung der CSU geändert werden? Antwort: Um die Forderung der CSU zu erfüllen, müsste das Grundgesetz geändert werden. Dies ist erforderlich, um die Aberkennung von Staatsbürgerschaften in bestimmten Fällen zu ermöglichen. Frage: Welche Maßnahme schlägt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann für ausländische Kriminelle vor? Antwort: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, schlägt vor, dass ausländischen Kriminellen künftig die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden soll. Frage: Welche Maßnahme schlägt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann für ausländische Kriminelle vor? Antwort: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, schlägt vor, dass ausländischen Kriminellen künftig die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden soll. Frage: Welche Konsequenzen sollen Straftäter mit doppelter Staatsbürgerschaft in Deutschland erwarten, wenn sie sich erheblich strafbar gemacht haben? Antwort: Straftäter mit doppelter Staatsbürgerschaft sollen die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt bekommen können. Frage: Wer äußerte diese Ansicht und in welchem Kontext wurde sie geäußert? Antwort: Die Ansicht wurde vom CSU-Politiker geäußert und er machte diese Äußerung gegenüber der Deutschen Presseagentur in München. Frage: Wer äußerte diese Ansicht und in welchem Kontext wurde sie geäußert? Antwort: Die Ansicht wurde vom CSU-Politiker geäußert und er machte diese Äußerung gegenüber der Deutschen Presseagentur in München. Frage: Welches Kriterium soll erfüllt sein, damit die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden kann? Antwort: Die deutsche Staatsangehörigkeit soll aberkannt werden können, wenn Straftäter mit doppelter Staatsbürgerschaft sich erheblich strafbar gemacht haben. Frage: Welches Kriterium soll erfüllt sein, damit die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden kann? Antwort: Die deutsche Staatsangehörigkeit soll aberkannt werden können, wenn Straftäter mit doppelter Staatsbürgerschaft sich erheblich strafbar gemacht haben. Frage: Welche Auswirkungen hätte die geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in Deutschland?
Antwort: Die Reform würde den Handlungsbedarf verschärfen, da sie darauf abzielt, Einbürgerungen zu erleichtern und Doppelstaatsbürgerschaften zur Regel zu machen. Frage: Welche Auswirkungen hätte die geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in Deutschland? Antwort: Die Reform würde den Handlungsbedarf verschärfen, da sie darauf abzielt, Einbürgerungen zu erleichtern und Doppelstaatsbürgerschaften zur Regel zu machen. Frage: Warum sieht Innenminister Hermann einen erhöhten Handlungsbedarf? Antwort: Hermann argumentiert, dass die geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in Deutschland den Handlungsbedarf erhöht, da sie Einbürgerungen erheblich erleichtern und Doppelstaatsbürgerschaften zur Norm machen würde. Frage: Warum sieht Innenminister Hermann einen erhöhten Handlungsbedarf? Antwort: Hermann argumentiert, dass die geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in Deutschland den Handlungsbedarf erhöht, da sie Einbürgerungen erheblich erleichtern und Doppelstaatsbürgerschaften zur Norm machen würde. Frage: Welches Ziel verfolgt die Ampelbundesregierung mit der geplanten Reform? Antwort: Die Ampelbundesregierung beabsichtigt, durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts Einbürgerungen zu erleichtern und Doppelstaatsbürgerschaften zur Regel zu machen. Frage: Welches Ziel verfolgt die Ampelbundesregierung mit der geplanten Reform? Antwort: Die Ampelbundesregierung beabsichtigt, durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts Einbürgerungen zu erleichtern und Doppelstaatsbürgerschaften zur Regel zu machen. أخبار المانيا. German News. Deutsch lernen mit deutschen Nachrichten. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.